Hallo? Hallo. Hallo? Ja. Auch wenn man nichts tut, tut man etwas, ne? Blöd aus der Wäsche gucken zum Beispiel. Oder? Offensichtlich. Okay. Ist nicht lustig, ne? Ist auch eine sehr große Herausforderung. Wir sind die Piranhas, die hier Piranha-Becken TV machen. Jenny und Björn. Und wir wollen uns heute über The Biggest Challenge Humor unterhalten. Humor. Das ist nicht einfach. Heißt also, wir haben ja jetzt nicht ein bierernstes Spiel gemacht. Nicht oder unbedingt. So, ne? Da haben wir auch nicht mit angefangen. Nee. Haben eigentlich immer sehr viel Witze gerissen. Ne? Bei irgendwelche Arschgeigen, die dich für ein Hutband umlegen und du siehst scheiße aus, du kommst hier nicht rein. Jeder Arsch gehe ich durch meine Hütte. Ja? Also, das heißt, wir müssen immer eine Portion Humor in die Spiele reinpacken, damit wir, sag ich jetzt mal, unserer Tradition gerecht werden. Muss man das nicht generell? Nö. Nee, ne? Also Walking Dead beispielsweise mit Humor, obwohl, ich meine, irgendwelche Leichen in der Gegend rumflattern oder so, kann vielleicht auch ganz lustig sein. Gibt ja irgendwelche Brain Dead oder Evil Dead Filme, die auch auf humoristisch gemacht sind. Aber es gibt auch Sachen oder Spiele oder so, die eigentlich nur ernst sind und wenig lustig sind. Aber wir Piranhas, wir stehen auch dafür, derbe Dialoge einzubauen und irgendwie eine Art von Humor einzubauen. Und das ist echt ein schmaler Grat. Das ist nicht leicht. Ja. Stimmt. Weil einfach irgendwelche blöden Sprüche da so, das reicht nicht. Ja. Aber wie kommt man da hin? Ja. Es gibt ja auch noch, jeder hat so seine eigene Art Humor. Ja. Ein Engländer beispielsweise findet Sachen viel anders lustig als unser einer beispielsweise. Ne? Die machen sich sehr viel lustig über ihr Government und über ihre steife Art und hier Tea Party und und wir können da gar nichts mit anfangen vielleicht. Oder vielleicht doch. Je nachdem. Ist also auch noch regional bedingt. Ne? Ja, aber es gibt Dinge, die funktionieren tendenziell immer besser als andere. Wir sagen immer gerne zum Beispiel den Spieler aufs Maul schauen. Ja. Das heißt, es gibt den Spieler, der in eine Situation kommt und wenn man den beobachtet, was würde der denn gerne antworten können? Wie würde der denn gerne reagieren wollen? Und wenn man darauf ein bisschen achtet, dann kommt man schneller dahin, auch etwas dahin zu schreiben, was der Spieler lustig findet oder dann irgendwie das Gefühl hat, irgendwie, ach, das Spiel hat's gerafft. Und vielleicht sogar, ich hab's gerafft. Meine Figur hat's gerafft. Ja. Ne? Und dieses Gefühl zu erzeugen, hilft auf jeden Fall bei dieser Allein Challenge. Das Wort gerafft zu verwenden in einem Fantasy-Rollenspiel ist ja auch schon ziemlich unique. Ne? Wir sagen immer, wir sind die Robot-Idioten, so die wir machen Robot-Fantasy, ja, oder sowas. Ja. Das heißt also, ja, was willst du denn? Ne? Jeder Arsch geht hier, ich rück die Karte raus, sonst poliere ich dir die Fresse und solche Dinge, ja. Das kriegst du dann als Dialogoption. Das finden die Leute witzig, weil man so derbe sein kann. Aber es gibt auch einen Unterschied zwischen rummelig und schmierig, ja. Im Englischen beispielsweise haben die dieses komische Fuck-Counter hier, ne? Das heißt also, wir versuchen mit Robot-Charme was zu werden und mit Scheiße und mit Arschgeige und ne, so. Und die benutzen häufig das Wort Fuck. Warum Counter? Weil ein Beauftragter der PEGI beispielsweise sagt irgendwie Altersfreigabe nur unter, weiß ich nicht, 50 Mal das Wort Fuck erwähnt oder irgendwie sowas. Echt? Ja, da gibt's so Statuten so, ne? Also wenn du ständig Fuck sagst, du fucking Fuck, Fiki, Fiki, Fuck, dann finden die Leute das vielleicht lustig, ja, aber es ist nicht mehr jugendfrei. Irgendwann. Schräg, ne? Oder? Es ist ja natürlich nur ein Kriterium von vielen oder so, aber tatsächlich, ja, die gucken, wie oft hast du dieses Wort da reingeschrieben, so, ja. Und Leute finden das vielleicht derbe, lustig. Ist das humoristisch, wenn man ständig Fuck sagt? Kommt auch drauf an, wie man sagt, ne? Ja, ich glaube, es gibt so eine ganz schmale emotionale Grenze. Wenn du zu weit hier bist, dann ist es irgendwie so Kindergartenhumor. Ja, wie nennt man das? So, Pupsen. Ja, genau, irgendwie. Dann ist es sehr schnell doof.
Ne? Naja gut, wir haben Kinder, da brauchst du nur Pupsen sagen und die fangen an zu lachen. Die fangen an zu lachen, Ja. genau. Ne? Aber Der wenn hat du... Pupsen gesagt. Das ist natürlich irgendwie für die meisten Spieler irgendwie total dämlich und das findet dann keiner mehr lustig. Das ist Fremdschämen-Niveau, oder? Da wollte ich drauf hinaus. Ja. Ne? Es gibt nämlich genau dasselbe, dieses Fremdschämen auch in einer anderen Richtung. Und gerade Humor Ja. und oder Schimpfwörter oder Fäkalsprache geht sehr schnell in eine Fremdschämen-Richtung. Das heißt, selbst wenn du nicht diesen infantilen Assi-Pack aus Humor dem benutzt, Ruhrpott. sondern zu derbe wirst, Ja. irgendwie, wenn jemand einen Spruch bringt, den du selber nicht gebracht hättest, das heißt, du gehst zu weit, dann identifizierst du dich nicht mehr mit der Figur und willst nicht, dass er das jetzt sagt. Und das gibt so eine Emotion an Fremdschämen und Distanz, die man dann auch nicht mehr möchte. Ja. Und deswegen muss man diese Grenze wahren. Ja. Ne? Gibt ja auch so eine Sachen wie Ironie, ne? Lustige, ironische Geschichten. Immer das Gegenteil von dem zu sagen, was man eigentlich meint, so, ne? Das ist ja, du bist ja ein feiner Kerl, ne? Also, sowas, ja. Er ist kein feiner Kerl, das ist ein Arsch. Weißt du auch in dem Moment. Das ist auch eine Mischung aus dem, wie es betont ist, von der Sprache her und dem, was du da hingeschrieben hast. Und das ist auch immer so schwierig, so, ne? Wie meint er das denn jetzt, wenn derjenige, der das dann aufnehmen soll, war das jetzt ironisch gemeint oder nicht? Da muss man das teilweise sogar dahinter schreiben. Ja, sonst kriegt er das irgendwie im Übersetzungsbüro oder auch noch schlimmer bei den Sprachaufnahmen überhaupt nicht hin. Ja, bei Übersetzung ist ja egal. Da kann er seinen eigenen Witz einbauen. Das wird er auch machen müssen, weil der Witz muss lokalisiert werden. Was hier funktioniert, funktioniert da nicht. Es gibt so allgemeine Sachen, ja, wie zum Beispiel Anspielungen auf die 80er. Die fanden wir damals alle witzig. Wie zum Beispiel R2D2 als Mülleimer. So. In einem LucasArts-Spiel. Der hat sowieso immer sehr viele Sachen wie Star Wars und Indiana Jones und Sachen miteinander. Das fand man lustig. Boah, guck mal, da fliegt ein TIE Fighter oder sowas. Ja? In einem Sam und Max Spiel oder was auch immer. So, das fand man lustig. Wenn man sich das heute anguckt, ist das immer noch so? Ja? Ne? Das heißt, es ist schwierig so. Oder bei einem Spiel wie Guybrush Threepwood, hier dieses Monkey Island oder so, da hat irgendein Pirat irgendwie was, der Halsabschneider Bill oder so, irgendwie eine hochtrabende Geschichte erzählt, wie er irgendwie da quer mit dem Drachen gekämpft und bla und dann irgendwie den Schatz und so. Und das Einzige, was du von Guybrush Threepwood sehen kannst, ist der Pixel, der einmal in die Kamera guckt und einmal wieder nach vorne. Das heißt also, das ist eine Art von Humor, ja, die ist so subtil, so nach dem Motto, was erzählt er mir da für einen Scheiß, ja? Das ist witzig. Das musst du erstmal machen. Das musst du erstmal hinkriegen, ja, mit ein paar Pixel, mit einem Pixel, der von links nach rechts wandert, so einen Effekt zu erzielen. Das ist lustig. So, ja, du lachst darüber, weil der Typ irgendwie, ja, der denkt sich seinen Teil. Ja, du hast dieses typische House of Cards Element natürlich da drin. Er durchbricht in dem Moment diese virtuelle Grenze und guckt dich an. Den Spieler. So, dann denkst du dabei, ja, Pixel, du hast vollkommen recht, das habe ich auch gerade gedacht. Pixel, das ist ein schmaler Grat und es ist wirklich sehr, sehr hohe Kunst, irgendwie so eine Art von Humor da einzubauen. Ja, wir zum Beispiel haben, was sowas angeht, solche Dinge, so Anspielungen, um den Spieler sozusagen anzusprechen, ja, ist es so, dass man so Sachen wie, ach was, ja, ist nicht wahr, so, sagen lässt, irgendwie in einer Betonung so nach dem Motto, ja komm, erzähl mir doch keinen Scheiß, ja, dass der Spieler so sich mit dem Spielercharakter solidarisiert und auch darüber lacht. So, der glaubt ihm auch nicht, der erzählt doch nur Mist, ja, solche Dinge. Das ist, sag ich jetzt mal, auch gewollt, ja. Denn man muss schon irgendwie immer gucken, wie du hast es gesagt, dem Spieler aufs Maul schauen. Was denkt der Spieler in dem Moment, wo der diese Szene sieht? Vielleicht hat man irgendwie eine lustige Situation und so weiter, findet die selber lustig, zeigt die jemand anders und der, wie, fandst du das jetzt nicht lustig? Ja, lustig? Nö, eigentlich nicht. So. Es muss schon, während man es liest, das heißt, während der Text da ist, muss man schon lustig finden. Ja, dann funktioniert es. Und man muss auch an der passenden Stelle dann sagen, okay, die Betonung muss so und so sein, damit es auch übersetzt wird vernünftig im Synchronbüro und so, damit das funktioniert. Ne? Du kannst auch denselben Witz einmal bringen und der funktioniert und einmal funktioniert er nicht, je nachdem, wem du ihn anlastest. Wenn du dich als Spieler mit dem Main Character identifizieren möchtest oder solidarisieren willst, dann muss der es auf jeden Fall raffen.
Es gibt nichts Schlimmeres als Charaktere, die du total blöd findest und sagst, lass hier, ich habe eine tolle Idee, wir trennen uns. Ja? Jetzt redet doch miteinander. Ja, genau. Furchtbar, ne? Wenn wir miteinander geredet hätten, wäre das Spiel vorbei. Weil dann wüsste der eine nämlich vom anderen und so, ach, dann gehen wir doch gar nicht in die dunkle Höhle rein, dann können wir doch einfach nach Hause gehen. Und das erzeugt so ein Gefühl von Wut. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du hast einen dummen Witz, ja? Einen total blöden Witz, den du normalerweise deinen Freunden gar nicht erzählen würdest, weil er so blöd ist, dass es eigentlich eher peinlich ist. Wenn du so einen Witz den Spieler erzählen lässt, dann finden das die Leute blöd. Zu Recht. Ja. Aber wenn du so einen Witz einem anderen Charakter gibst, der vielleicht auch so ein bisschen dämlich ist, und der Spieler, der reagiert darauf, so wie ich reagieren würde, und der findet es auch peinlich, kann das wieder funktionieren. Ja. Das heißt, auch an der Stelle, wer erzählt wann was und warum, in welcher Situation, dass eine humoristische Szene zustande kommen kann oder auch nicht. Ne? Und ich muss das Gefühl haben, irgendwie, ich hab's gerafft. Dann finde ich das dann auch lustig, dann solidarisiere ich mich und kann auch mitlachen. Ja. Oder auch, wenn man es schlecht gemacht hat, eben nicht. Ja. So Anspielungen sind immer witzig, ne? Wenn einer sagt irgendwie, das ist ein blaues Licht, was macht es? Es leuchtet blau. Dann wissen die Leute aus der 80er, okay, damit ist Rambo gemeint. Oder nenn mich Snake. Ja? Kann man ja machen. So. Das heißt, einen Charakter kann man ja Snake nennen und ist okay, Snake Plissken aus die Klapperschlange. So, klar. So, ja. Oder was hat man noch hier? Irgendwie, ja, Chuck Norris Witze. Ne? Ja. Ne? Wie viele Liegestütze kann der Chuck Norris? Alle. Das kann witzig sein, muss aber nicht. Ja? Außerdem ist das ein ausgelatschter Schuh, sage ich jetzt mal. Solche Dinge. Ja? Das ist auch so eine Sache. Ja, das ist aber auch so eine Sache. Heutzutage irgendwie, keine Ahnung, ein Kumpel gefragt, kennst du Chuck Norris? Und der sagt, ja klar. Ja, wer ist denn das? Ja, das ist immer dieser Typ, der immer in den Witzen vorkommt. Ja, aber wer ist das denn eigentlich? Ja, wie kam das zustande? Warum sind Chuck Norris Witze, warum sind die lustig so? Ja, weil es ein Typ ist irgendwie, der offensichtlich immer alles kann so, weißt du, seinen Karate-Scheiß gemacht hat mit seiner Popelbremse, Schenkelbürste, ja, würde der Hoshi sagen. Und das sah einfach beknackt aus, so wie der da damals irgendwie seinen Kung-Fu-Kram gemacht hat und gegen Bruce Lee da gekämpft und dies und das und dann kam so ein Mythos irgendwie. Ja, der Typ, der kann irgendwie alles. Der kann sogar, weiß ich nicht, alle haben Angst vor dem, weil sobald der kommt, verdunkelt sich die Sonne, ja. Und da steckt das drin und das sind diese ganzen alten Säcke, wie wir nun mal sind, wir finden das lustig, aber die junge Generation, Chuck Norris-Witze, ja, das Humor verändert sich auch. Funktioniert nicht mehr, ne? Oder das mal lustig irgendwie. Oder Bud Spencer-Witze, ne? Das muss man auch irgendwie, ne? Mach schon Platz, hier kommt der Landvogt oder was weiß ich. Für Ulk bin ich zuständig. Kann man immer noch bringen, ja? Für ältere Herrschaften, die das noch wissen, oder meinem Sohn beispielsweise, dem kann man das vielleicht zeigen oder so. Aber würde der das auch assoziieren? Ja? Man kann Charaktere machen, so wie Bud Spencer war. Und man kann auch ein paar Sprüche daraus klauen. Aber 1:1 solche Sachen dann einfach da einzubauen als Anspielung, ist nur für die Leute, die es auch tatsächlich kennen. So. Das sind Assoziationen. Das heißt, in welcher Situation befinden sich die Menschen gerade? In welcher Sozialisation befinden die sich gerade? Das heißt, finden die gerade irgendwie YOLO, ja, total witzig oder lull? Das kannst du nicht machen, so, in einem Spiel, so. Das ist peinlich eigentlich, so. Ja, früher sind alle über den Schulhof gerannt irgendwie, ne, als ich noch irgendwie 17 war oder so, haben immer schade gesagt. Ja, könnte ich das haben? Nee, kannst nicht haben. Oh, schade. Das findest du heute doof. Ja, das ist doof, Leute. Das ist so wie im Jojo auf dem Schulhof stehen. Das ist total doof. Ja, das macht heute keiner mehr. Ne? Schade. Also ist es auch noch eine Frage der Zeit, wann du so Witze bringst. Ja, ich glaube, dann ist es dann muss man aber eigentlich unterscheiden zwischen Trends und zeitlos. Das heißt, einen Trend darfst du eigentlich nie bringen, weil das Risiko, vor allen Dingen, wenn du eine längere Entwicklungszeit hast, dass der Trend vorbei ist, wenn das Spiel auf den Markt kommt, ist so groß, dass du dich da eigentlich nur in die Nesseln setzen kannst. Ja. Das heißt, du machst entweder was Nostalgisches, etwas, was immer geht, Sarkasmus und solche Sachen irgendwie, aber besser kein Trend. Nee. Das wird nur blöd. Also sowas Allgemeingültiges. Das heißt, infantiler Humor ist Pupsen. Bei den Erwachsenen ist es Ficken. Ist genauso doof. Ja, das ist doof. Ja, das ist doof. Ja, wir bauen Ficken nicht ein in unsere Spiele, weil wir finden es doof. Das ist schmierig. Das ist nicht mehr rummelig. Ja, da ist für uns der Grad erreicht. Arsch und Drecksack und Scheiße und so, das ist okay. Das ist derbe, das ist irgendwie, aber Ficken? Echt jetzt? Jemand, Arbeitskollege, ich will ihn hier jetzt nicht vorführen, hat in den Dialogen reingeschrieben, fick dich.
da würden wir sagen, also ich würde sagen, nee, kannst nicht bringen. Ist aber normaler Sprachgebrauch heute, oder nicht? Du sagst Trend, ne? Ja, es kommt halt drauf an. Diese normale Sprache, irgendwie Straßen, Slang, ne? Jargon. Funktioniert deshalb, weil die Leute sich da ja auch angesprochen fühlen. Deswegen haben wir uns nie dazu entschieden, irgendwie im Mittelalter-Setting irgendwie dieses mich dünkt irgendwie machen wir nicht, ne? Sondern die Leute reden so, wie wir auf der Straße reden. Wenn wir so einen Charakter einbauen, ja, dann redet er aber auch absichtlich so geschwollen und wird dann von jemand anders gesagt, hör mal auf, so eine Scheiße zu labern, irgendwie entkräftigt. Und das ist dann wieder witzig. Ja, also das ist schon... Es ist ein schmaler Grat. Und wir sind immer irgendwie in diesem Taumel und Trubel gefangen, dass wir Sachen halt witzig gestalten wollen, möglichst zeitlos, wenn es geht, wie du gesagt hast, weil aktuelle Trends finden die Leute irgendwann doof, ja. Und du darfst es auch nicht übertreiben. Machst du zu oft irgendwie jetzt so einen blöden Spruch, dann empfindest der Spieler auch wieder als doof, ne? Ja. Dann ist es eben zu platt. Ja. Also muss man gucken, dass man das auch irgendwie, ne, auf welchem Charakter passt es denn jetzt? Denselben Witz darfst du auch nicht wiederholen. Jeder Arsch geht durch meine Hütte, kann man als Persiflage nochmal einbauen. Haben wir gemacht bei Risen 3, so, ja, aber das war früher. Heute müssen wir uns was Neues ausdenken, ganz klar. Ich würde sagen, damit haben wir zumindest schon mal angerissen, ja, wie wir ungefähr denken oder so. Das ist noch viel komplizierter, gerade Humor und so, das ist so, ne. Aber lassen wir es mal gut sein an der Stelle. Beinahe wär's hängen geblieben. So, wir haben eine Trophy-Box. Oh. Ja. Aha. Kommt ja selten vor. Wir werden immer gefragt, sag mal, wann habt ihr denn mal eure nächste Trophy-Box oder so? Wenn wir Trophys gewinnen oder wenn wir irgendwie coole Sachen von Leuten geschickt kriegen, ja, oder geschenkt kriegen oder so, dann zeigen wir sie ja auch. Und das kommt halt ab und zu mal vor und ab und zu nicht. So. Und zwar haben wir Folgendes bekommen. Und zwar dieses kleine Ding hier. Ja. Last Game Standing. Bester zweiter Teil. Da gab es eine Umfrage. Ja, kann ich hier mal zeigen. Aktuell. Eine Trophäe. Ja, aktuell. Und zwar... Liebes Team Piranha Bytes, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Triumph in der zweiten Staffel von Last Game Standing. Gothic 2 hat das Finale für sich entscheiden können und auf dem Weg zum Sieg solch namhafte Spiele wie Uncharted 2, SimCity 2000 und Day of the Tentacle niederringen können. Wow. Ja. Dank auch, dass du, Björn, bei unserem kleinen Podcast mit dabei warst. Ich lege noch 2 WASDs bei dem Magazin, ja, das ich gegründet und herausgegeben habe. Darin finden sich ein schöner Wanderbericht über Gothic 2. So, ne? Hier zu sehen, haben wir noch bekommen von den Jungs irgendwie. Christian Schiffer unterschrieben, liebe Grüße und so weiter. Ja, so, ne? Also vielen Dank für diese Auszeichnung. Es war tatsächlich irgendwie, hat uns echt umgehauen, dass das überhaupt irgendwie geklappt hat mit unserer alten Kamelle, Gothic 2, aber das war schon cool. Hier nochmal, stellen wir mal hier hin. Kommt bei uns in den Trophäenschrank. Den müsste ich eigentlich am besten so hinstellen, damit man das so sehen kann. Die Frage lautet, Traditionsspiel und Mechaniken für die Fanbase versus Marke auf den Mainstream zurechtbiegen und Fans verärgern, aber eventuell mehr Geld abernten. Ich formuliere das mal in eine Frage um. Okay. Grillen zirpen. Kann auch lustig sein, wenn man es nicht übertreibt, haben wir gerade gelernt, ne? Also, am besten ist es ja, wenn beides, ich antworte jetzt einfach mal, gar kein Widerspruch ist. Ja? Also, wenn man seine Fanbase verärgert, wenn man dem Mainstream folgt, ne, es gibt immer diese These irgendwie, wenn man alles mainstreamig macht, dann würde man mehr Geld verdienen. Also ich persönlich glaube da gar nicht so richtig dran. Nee. Ich glaube, das ist Quatsch. Ja. Was ist denn Mainstream? Naja, ja? Mainstream ist zum Beispiel Minimap. Ja? Früher hatten wir keine, jetzt haben wir eine. Mhm. So, ja, also über die Jahre hinweg, ne? Also irgendwann bei Risen, glaube ich, oder
weiß ich nicht, Gothic 3 oder so, wurde mal Minimap irgendwann eingebaut. Ich habe sogar vergessen, so, weil es ein Detail ist für uns eigentlich. Ja, aber es wird als Mainstream empfunden. Früher musste ich mir noch eine Karte malen, wo ich jetzt gewesen bin, so auf der Stoffkarte gucken, wo bin ich jetzt und so weiter. Heute hat man halt so eine Minimap da und bei Elex haben wir sogar nur ein Radar, da ist noch nicht mal eine Minimap. Da gibt's dann auch Leute, die sagen irgendwie, warum macht ihr nicht den Mainstream, warum macht ihr nicht eine Karte da oben hin, sondern nur ein Radar. So, die finden das auch wieder kacke. So, das heißt, was ist denn jetzt Mainstream? Mainstream ist etwas, sag ich jetzt mal, wo man sagt, die Sachen, die Menschen Spaß gemacht haben früher, dass man die wegmacht, aufgrund von Komfortfunktionen oder so, dass den Leuten das leichter fällt oder so. Bedienungen, die werden auch alle immer ähnlicher, weil es immer mehr standardisiert wird, weil die Menschen erwarten eine gewisse, X benutzen und Kreis kämpfen oder andersrum oder abbrechen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also WASD ist Laufen. Gibt Leute, die noch mit Pfeiltasten laufen. Und es gibt Leute, die sagen irgendwie, Moment mal, Pfeiltasten laufen? Echt jetzt? Das ist WASD. So, bumm. Ja, da gibt's auch unterschiedliche Meinungen darüber. Früher war es bei uns so rum und jetzt ist es irgendwie, ja, das ist ja jetzt Mainstream. Ihr seid ja jetzt Mainstream, man kann mit den Pfeiltasten jetzt nicht mehr laufen oder sowas, ja. Na gut, man kann ja so Sachen machen wie Komfortfunktionen anbieten, wo sich die Leute dann selber entscheiden können, dann entmündigt man sie an der Stelle auch nicht. Das heißt, wenn man irgendwie die Tasten so umbelegen darf, dass man theoretisch mit den Pfeiltasten laufen könnte, dann ist ja jedem damit geholfen. Das ist ja dann ein gutes Beispiel dafür, wo man sagt, okay, mach doch wie du willst. Ja, wir haben auch sehr viel konfigurierbar gemacht, auch im Kampfsystem. Ja, so. Was ist dann da Mainstream? Ja. Aber es gibt ein paar Sachen, die gehen auch nicht. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Gothic damals, ganz am Anfang irgendwie, hatte keine Maus. Ja. Das macht man nicht mehr. Selbstverständlich hat man heutzutage eine Maus, wenn man mit einem Computerspiel spielt. Also, das jetzt wegzulassen, zu sagen, ach, wir machen jetzt schön die nostalgische alte Ursprungssteuerung und deswegen musst du jetzt irgendwie Karton irgendwie... Na doch, die Maus funktionierte schon. Die hat man noch im Nachhinein irgendwie reingequetscht. So, aber die ist halt nicht auf Maus ausgelegt. Genau. So, also Kamera konnte man schon bewegen und das alles, das hat funktioniert. Aber die meisten haben halt doch, glaube ich, mit Tastatur gespielt. Einfach nur. Kannst du heute nicht mehr bringen. Also es gibt ein paar Sachen, die sind heute moderner, die machst du dann. Und ein paar Sachen... aber worum es im Kern geht, sind ja die Sachen irgendwie etwas, was zeitloser ist und Spaß macht irgendwie, muss man ja nicht unbedingt weglassen wegen dem Mainstream. Irgendwann fängt man ja an zu raten. Sachen, die gut funktioniert haben und auf die ja jeder Bock hat, die kann man ja natürlich auch dann in die neueren Spiele mit übernehmen. Ja, klar. Und da muss man halt differenzieren, was da Sinn macht. Es ist auch sehr kontrovers diskutiert, was eigentlich Mainstream ist. Und zwar dann granular runtergebrochen auf das Feature oder auf Kleinigkeiten und so weiter. Schwierig. Macht man seine Grafik besser, weil die Grafikkarten halt besser sind? Ja, natürlich macht man das. Ist das dann Mainstream? Folgt man dann einer gewissen... Also das ist schwierig. Woran macht man es fest? So, ja. Ihr könnt ja mal eure Gedanken da unten in den Chat reinschreiben, was ihr glaubt, was wirklich Mainstream ausmacht, und inwieweit, sage ich jetzt mal, das Gute ist, dem dann auch zu folgen oder eben nicht. Das würde uns brennend interessieren, was ihr darüber denkt. Ja, das wird spannend. Das wird spannend, ja. Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns nächste Woche hoffentlich hier bei Piranha Becken TV. Bis dann. Macht's gut. Ja, witzig, ne? Oder auch nicht. Ist auch schwierig, darüber eine Sendung zu machen, weil wenn man da Humor reinschreibt in den Header so, viele haben ja auch gesagt, irgendwie Clickbait und so, da schreibt ja gar nicht rein, was drin steht. Aber ich meine, nur Witze reißen, das wäre jetzt auch irgendwie, naja, wer weiß. Weiß du auch nicht, ne? Also,